Seit dem Launch der P-Line hat uns immer eine Sache gestört. Und zwar, dass man bei dem P-Line das Fahrrad mit einem hohen Sattel anheben kann, ohne dass es aufgeht. Wer das beim C-Line kennt, weiß, was dann passiert, wenn man den Sattel so weit oben hat. Es hakt sich aus. Und zwar, weil bei der C-Line ein anderer Hinterbaustopp verbaut ist. Das ist hier nämlich so eine Aufpilzung am unteren Ende, also auf der am Boden zugewandten Seite. Und bei der P-Line hat man hier einen Stopper, der viel weiter oben sitzt. Und deswegen das gesamte Rad an der Sattelstütze viel früher arretiert. Und zwar direkt nachdem die Sattelstütze unten aus diesem Rahmen rauskommt. Damit das in Zukunft auch bei eurem C-Line auch klappt, hat sich unsere Produktentwicklung sehr viel Mühe gegeben und ein brandneues Teil designt, das einfach in den Hinterbau von eurem C-Line eingesetzt werden kann. Also das ist jetzt, wenn man jetzt quasi im gefalteten Zustand von meiner Seite aus guckt, der wird dann einfach hier reingesetzt und hakt sich dann an diesem angelöteten Draht fest, damit der auch im Alltag nicht einfach rausfällt. Wenn ihr natürlich rausnehmen wollt, lässt sich das ganz einfach machen. Aber sonst im Alltag hält der bombensicher. Und der arretiert schon die Sattelstütze dann hier oben. Also im gefalteten Zustand direkt nachdem die Sattelstütze aus dem Hauptrahmen rauskommt, hält er den gesamten Hinterbau fest. Das heißt, euer Vorbau kann nicht ausklappen und ihr habt nicht auf einmal am Bahnsteig so eine komplett lose Nudel in der Hand und könnt dann euer C-Line einfach über den Sattel rollen, an der hohen Position hochheben oder man nimmt das gesamte Rad gefaltet über die Schulter. Das ging sonst auch, aber halt nur im offenen Zustand. So kriegt man den Bahnhof doch schon deutlich leichter navigiert. Zum Einsetzen wird einfach die Hakennase hinter den Drahtbügel gesetzt. Ich würde es immer machen so schief, das heißt, ich drücke zuerst diese Hakennase hinter den Draht und dann drücke ich die andere Seite rein. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ihr das Schutzblech ein bisschen zur Seite zieht und wenn der dann bündig an dem Stahl anliegt, an dieser Querstrebe, dann kann man dafür sorgen, dass noch das Schutzblech, sollte das in eine oder die andere Richtung dann noch irgendwo anhaken, der gerade sitzt und nicht gegen den Early Stop drückt. Ansonsten wird es nämlich ein bisschen zu fest an der Sattelstütze. Und das war's schon. Prüfen kann man den halt dann im gefalteten Zustand, wenn man den Reifen dann ein bisschen hochhebt, so als wenn es gefaltet wäre komplett. Und dann sollte die Sattelstütze ganz einfach bis zum Early Stop kommen. Dann hat man ein bisschen Widerstand, damit man weiß, bis wohin man nur rausziehen darf, bevor es wieder aufklappt. Aber danach geht es wieder wie gewohnt runter. Das heißt, die Sattelstütze kommt so tief, dann macht man etwas Druck und danach geht sie weiter. Das heißt, ihr würdet merken, bis hierhin darf ich und bis dahin könnt ihr dann die Sattelstütze rausziehen, ohne dass es wieder aufklappt. Sollte der Early Stop nicht ganz genau richtig sitzen, kann es sein, dass ihr einmal an der Zweigangschaltung diesen Block etwas heben müsst, dass dann die Hakennase richtig um diesen Draht rumkommt. Danach könnt ihr das Gesamte wieder runterschieben. Das auch alles wie gewohnt funktioniert mit eurer Zweigangschaltung. Sollte der Early Stop nämlich nicht genau richtig sitzen, kann es sein, dass der Widerstand an der Sattelstütze etwas zu hoch ist. Das heißt, ihr habt hier diesen Punkt, wo der Early Stop anfängt, dann müsst ihr da richtig gegen kämpfen. Wenn ihr richtig drin sitzt, ist es nur ein kleiner Widerstand und danach geht die Sattelstütze wie gewohnt bei eurem Brompton runter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr von dem neuen Produkt haltet, weil das wirklich jetzt mal ein neues Produkt ist fürs C-Line, um endlich genauso mobil zu sein mit der als hätte er eine P-Line. Ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr von der Idee haltet. Vielleicht habt ihr das schon mal ausprobiert und könnt uns da Feedback geben, was wir verbessern können. Das ist jetzt Produktversion 1. Das heißt, wir müssen vielleicht noch irgendwo was ändern. Aber da bin ich
Gespannt, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ansonsten, wenn ihr keine Neuheiten verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen mit Glocke, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn Faltrad XXS wieder was Neues postet. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.